Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir diesen super fluffigen und saftigen Lemon Loaf Cake. So gab es ihn in meiner kleinen Kaffeebar früher, aber so gibt es ihn natürlich auch in vielen Coffeeshops und Dailies in New York. Dafür brauchst du die folgenden Zutaten. Lass uns als erstes mit der Backform starten. Ich habe hier eine Kastenbackform. Du brauchst für den Teig ungefähr die Größe von 25 bis 30 cm. Ich habe es jetzt ungefähr so auf 26 eingestellt. Und da geben wir jetzt erstmal das Backpapier rein, damit unser Loafcake nicht hängen bleibt. Dafür schneiden wir jetzt als erstes das Backpapier zurecht mit ungefähr 5 cm Überhang an jeder Seite. Einfach hier quasi abschneiden. Das zerknüllen wir jetzt wie so eine richtig kleine Schneeballkugel und geben es einmal unter den Wasserhahn und da dort kräftig ausdrücken. Das Backpapier habe ich jetzt quasi nass gemacht, wie du siehst, dadurch ist es noch geschmeidiger. Jetzt streichen wir die Form trotzdem mit bisschen Butter, habe ich hier als Fett genommen, aus, damit unser Backpapier besser haften bleibt. Einfach so ein bisschen auswischen, vor allem auch an den Ecken. Backpapier wieder auseinandernehmen. Du siehst, das ist jetzt viel, viel beweglicher wie sonst und das macht das Ganze wesentlich schneller und einfacher. Und wir wollen es ja immer möglichst einfach. Das jetzt hier reinlegen. So, dann ist die Backform jetzt zumindest schon mal fertig vorbereitet. Mich stört es nicht, wenn es an der Seite so ein bisschen Falten hat. Wenn dich das stört, dann schneid es hier an den Ecken ein, sodass du es so ein bisschen einklappen kannst. So, dann stellen wir die Backform jetzt erstmal zur Seite, schalten unseren Ofen noch auf Ober-Unterhitze 170 Grad ein. Hier habe ich jetzt schon alles fertig abgewogen und vorbereitet. Hier drin ist jetzt schon der Zucker. Dort gebe ich jetzt als nächstes, reibe ich da drauf Zitronenschale. Oh, ich finde, es riecht immer so lecker, wenn man Zitronenschale reibt. Das knete ich jetzt erstmal so in den Zucker ein, um das Aroma von der Zitronenschale in den Zucker zu bringen. Ja, das hat ja ätherische Öle und so verteilst du die ein bisschen besser. Einen schönen Zitronengeschmack später reinzukriegen. Hier gebe ich dann noch ein Päckchen Vanillezucker dazu. Das rundet den gesamten Geschmack so ein bisschen ab, vor allem wenn Ei in deinem Teig drin ist. Und dann kommt die zimmerwarme Butter da rein. Die ist schon relativ weich jetzt. Ich habe die extra vorher in Würfel geschnitten, damit es ein bisschen schneller weich wird. Und das jetzt erstmal schön schaumig schlagen. Als nächstes geben wir noch Zitrone rein. Dafür rollst du die Zitrone als erstes so ein bisschen über deine Arbeitsfläche, damit wir mehr Saft rausbekommen. Die jetzt quasi anschneiden und dann den Saft direkt auspressen. In den Teig jetzt gebe ich einen Esslöffel Zitronensaft rein, den anderen brauchen wir später, um den Kuchen noch zu tränken. Und wir geben auch schon das erste Ei rein. Die Eier werden jetzt nach und nach eingerührt. Weiter geht's. Und das letzte. Hier gebe ich auch schon eine Prise Salz dazu und mache noch direkt in meine Stärke. Die Stärke macht das Ganze so ein bisschen luftiger und fluffiger, also feiner. Aber hier gebe ich trotzdem noch fürs schöne Aufgehen einen Teelöffel Backpulver rein. So, und nachdem wir das Ei eingerührt haben, geben wir nach und nach das Mehl, die Stärke und das Backpulver mit dazu. Immer im Wechsel oder du kannst es auch vorher komplett in der Schüssel zusammenmischen. So, das passt soweit. So, jetzt in die Backform füllen. Darauf achten, dass sich das Backpapier jetzt nicht reinfaltet. Den Teig hier jetzt noch ein bisschen drin verteilen. Und so kommt unser Lemon Cake jetzt bei 170 Grad Ober-Unterhitze für 45 bis 60 Minuten in den Backofen. So, ich mache mich jetzt daran, die Schüssel auszulecken, so wie als kleines Kind bei der Oma. Das kann ich immer noch nicht lassen. So, hier ist jetzt mein Lemon Loaf Cake. Wie du siehst, habe ich hier jetzt noch Alufolie drüber. Nach 45 Minuten habe ich gesehen, dass er relativ dunkel ist, aber innen noch nicht durch. Von daher habe ich Alufolie drauf gemacht. Die heben wir jetzt ab. Vorsicht, heiß, von daher nur leicht anfassen. Perfekt. Hier machen wir jetzt noch den Stäbchentest, den habe ich vorhin auch gemacht, um zu checken, wie weit er durch ist. Am besten in der Mitte an der höchsten Stelle. Und wenn nichts mehr dran klebt, so wie hier, dann ist er soweit perfekt.
Solange er noch heiß ist, tränken wir ihn jetzt auch noch mit Zitrone. Das heißt, ich mache hier so ein paar Löcher überall so ein bisschen rein, wo wir so ein bisschen frische Zitrone reinfüllen, damit wir auch wirklich einen schönen zitronigen Teig haben. Jetzt gebe ich erstmal in diese Löcher, die ich so ein bisschen gemacht habe und vor allem in der Mitte, schütte ich so ein bisschen von dem frischen Zitrone, die noch übrig ist, drauf. Also, dass es da schön reinsickert. Und das sollte man auch machen, wenn der noch heiß ist, weil er dann einfach besser aufsaugt, wie wenn er trocken ist. Den pinsel ich jetzt nochmal überall ein, damit auch wirklich überall was dran ist. Also einfach so ein bisschen, vor allem an den hohen Stellen ein bisschen mehr, weil es ja da mehr durchsickert. Schön vorsichtig, weil jetzt ist er natürlich noch nicht so stabil, weil er nicht ausgetrocknet ist. Geht mit dem Pinsel fast besser wie mit dem Löffel vorhin. So lassen wir unseren Lemon Loaf Cake jetzt in der Form, damit er nicht bricht oder bröckelt, für 30 Minuten auskühlen. Weiter geht's. Wir heben den jetzt hier erstmal leicht raus. Schön vorsichtig, damit er nicht zerbricht, weil er jetzt auch getränkt ist. Ich setze ihn einfach mal hier vor. Backform weg. So, dann vorsichtig außenrum das Backpapier lösen. Sehr gut, der ist schon super locker, den kann ich so nehmen. So, perfekt. So, das sieht ja schon mal super aus. Hier fehlt jetzt nur noch die Glasur. Dann brauchen wir Puderzucker. Darauf gebe ich zunächst einen Esslöffel Milch und 2 Esslöffel Zitrone. Wir wollen ja nicht, dass der Zuckerguss zu dünn wird. Der soll ja schön weiß und dick sein. Und das jetzt erstmal einrühren. Es wirkt am Anfang immer wie sehr wenig Flüssigkeit, aber lieber am Anfang zu wenig haben und dann nach und nach was dazugeben, als zu viel und der ist zu flüssig, weil da muss ja wirklich so eine schöne weiße Schicht drauf. Ich mache noch ein klein wenig dazu. Wie gesagt, es hat so ein bisschen Fingerspitzengefühl. So, und jetzt drapieren wir unseren Guss schön über unseren Lemon Cake. Und natürlich auch aufpassen, dass du oben nicht kaputt machst. Ich schneide ihn jetzt nochmal an, sodass du ihn auch von der Mitte her sehen kannst, wie er jetzt geworden ist. So. Perfekt. Der ist super saftig, schön fluffig. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir in die Kommentare, wie er dir geschmeckt hat. Ich freue mich natürlich immer über ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal.